Moin Moin Freunde, was geht ab? Leider ist dieses Video nachgesprochen, da aus irgendeinem Grund mein Aufnahmeprogramm mein Mikrofon getrennt hat und deswegen, ich ärgere mich zu Tode, aber ich will euch trotzdem meinen ersten Eindruck zum neuen Magier erzählen. Und zwar befinden wir uns hier auf dem Beta-Server, den ich testen konnte und werde jetzt euch meinen ersten Eindruck vom Magier so zeigen. Es ist verdammt ärgerlich, weil ich hatte das so schön alles erzählt gehabt und was willst du machen? Ich fahre trotzdem fort, ne? Nicht das Auto, aber ja. Ansonsten wollte ich mich zuallererst nochmal, also das Gameplay seht ihr jetzt trotzdem im Hintergrund, ne? Was ich aufgenommen hatte. Zuallererst wollte ich mich nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, die gestern reingegangen sind unter dem Video bezüglich des Battle Mages und des Magiers, so was ihr dazu gesagt habt, wie eure Meinungen sind. Und im Endeffekt kann man da etwa das Gleiche sagen. Eure Meinungen überschneiden sich mit meinen Meinungen. Ich habe mir das alles mal durchgelesen und die meisten sind dafür, dass die Standardklassen Magier, Kundschafter und Krieger so weitestgehend eigentlich bleiben sollten und nicht weiter irgendwie angefasst werden sollten. Und ich denke mal, das trifft auch so ungefähr das, was ich auch über diese ganze Situation halte. Und wollte aber trotzdem erstmal gucken, was passiert denn so dort auf dem Beta-Server, wie sind die Klassen denn wirklich so, ne? Und das Ganze habe ich mir dann nicht nehmen lassen und möchte euch das Ganze hier mal zeigen. Ich war tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Meine Meinung hat sich nach wie vor nicht wirklich geändert. Also ich bin trotzdem immer noch dafür, dass der Magier so bleiben sollte, wie er auch vorher war. Allerdings fand ich, und ich werde das Ganze jetzt für euch gleich mal testen und werde gucken und euch zeigen, wie das Ganze aussieht mit dem Mondstein und den Sonnenstein, wie sich das so verhält gegen andere Gegnertypen. Ihr könnt euch das sehr gerne hier im Hintergrund reinziehen. Und war tatsächlich überrascht, weil es ist der Magier, so wie er jetzt werden soll, wird er eine komplett neue Klasse. Also das hat mit dem Magier nichts mehr zu tun, wie wir ihn kennen. Das ist komplett was anderes, ne? Und durch diesen Sonnen- und Mondstein fallen diese Kämpfe komplett anders aus, als beim normalen Magier so, ne? Warum viele das nicht wollen, ist ganz einfach aus dem Grund, weil der Magier halt so schön simpel ist. Viele nehmen den auch gerade aus dem Grund, weil er halt erstmal der 3 OG-Klassen überhaupt in dem Game ist. Und viele haben gar keinen Bock auf diese Blocken-Kombo hier und hier muss man sich durchlesen, da kompliziert, ne, da Maske anziehen, hier, da, keine Ahnung, Flöten spielen und so, ne. Der Magier ist halt einfach, ne, du teilst Schaden aus, du steckst nicht viel ein und ja, die Kämpfe sind schnell vorbei. Das ist das Grundprinzip vom Magier. So, das wird jetzt hierdurch genommen und die Kämpfe sind komplett anders, also ganz kompliziert und man sieht kaum durch. Gegen jede Klasse verhält er sich irgendwie anders. Ne? Ihr seht das jetzt gleich hier im Hintergrund. Jetzt haben wir ein Magier gegen Magier-Battle und die ganzen Fähigkeiten, ich kann euch das jetzt gar nicht genau sagen, wie er gegen was jetzt irgendwie reagiert. Wenn ein anderer Sonnenstein da ist, dann prockt der eigene, dann hielt er sich, dann haut er, keine Ahnung, einen 200% Crit raus. Ne? Ihr seht das gleich alles im Hintergrund so ein bisschen. Da ist jetzt zum Beispiel dieser Sonnenstein geprockt, weil ich glaube, der Krieger jetzt geblockt hatte. Ne? Wie gesagt, tut mir leid, das ist ein Tag in der Beta und ich habe das alles noch nicht wirklich auf dem Schirm, wie das jetzt so aussieht. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht auf dem Schirm haben, denn, das wollte ich noch dazu sagen, die ganzen Sachen, die jetzt erstmal auf dem Beta-Server sind, das ist noch nicht spruchreif. Wir als Community haben immer noch die Chance zu sagen, das ist zwar ganz cool, so die Klasse, wie die jetzt da ist, ne, auf dem Beta-Server, aber ich möchte hier trotzdem meinen Magier behalten und ich denke mal, wir haben in der Vergangenheit schon als Community viel zustande gebracht und das wird auch dieses Mal wieder, denke ich mal, kein Problem darstellen. Was ich sagen wollte und meine Meinung zu diesem Magier jetzt wiedergeben wollte, ist,
Ich finde den Magier jetzt auf dem Beta-Server, also der neue Magier, ich finde den cool. Also ich finde den nice. Also die Fähigkeiten, die er hat mit dem Sonnenstein und Mondstein, sind schon echt cool. Die sind, ja, machen schon was her. So das, ja, ich finde das irgendwie ganz, ganz nice und auch, musste ich feststellen, in diesem Video auch ziemlich OP, sag ich mal. Mir fiel schwer, passende Gegner zu finden auf dem Server, die ungefähr die gleichen Statpunkte haben wie ich, damit die Kämpfe einigermaßen ausgeglichen sind. Das fiel mir ein bisschen schwer da, weil das alles so random durcheinander gewürfelt ist. Aber ich habe es versucht und zumindest mal so ein bisschen die Grundsachen zeigen zu können. Und wie gesagt, ich finde das ganz nice, das Prinzip, wenn jemand ausweicht oder keine Ahnung, ne, dann wird er halt bestraft durch, ja, weiß ich nicht, so einen Sonnenstein oder Mondstein, der da halt eben irgendwie prockt, so, ne, und das ist schon cool. Allerdings würde ich daraus eine komplett neue Klasse basteln, mit dem Hauptattribut Intelligenz halt eben, ne. Das wäre mein Wunsch. Also dieser Sonne- und Mondstein, das muss ja nicht verworfen werden. Das Prinzip von den Sachen ist ganz cool und ich finde sogar diesen neuen Magier finde ich als neue Klasse besser als die letzten beiden Klassen. Also den Baden und den Druiden. Also ich würde eher diesen neuen Magier als neue Klasse spielen wollen, als einer der neuesten Klassen Druide und Bade. Ist aber nur mein persönliches Ding, die haben mich überhaupt nie angesprochen. Dieser neue Magier würde mich ansprechen. Das ist eine coole Klasse. Aber wie gesagt, halt eben nur, wenn es halt eigenständig ist, weil der Magier soll so bleiben, wie er ist. So. Und ich denke mal, man würde auch ganz viele Spieler verärgern, die schon 10 Jahre oder mehr auf dem Buckel haben hier mit dem Game und da einer ihrer alten Klassen so umgemodelliert werden, weiß ich nicht. Viele wollen halt eben diesen simplen Fight haben und da ohne viel, keine Ahnung, Kopfschmerzerei oder sowas da irgendwie. Ne? Ich meine, man muss nichts machen, großartig. Das ist alles, läuft alles automatisch, ne? Je nachdem, welchen Gegner du dir aussuchst, so, ne? Aber ja, weiß ich nicht, dieses Grundprinzip vom Magier, dieses, ne, Magier gegen Kundschafter, Krieger gegen Magier, Kundi gegen Krieger oder so, ne? Diese drei Hauptklassen-Ding, das würde ja komplett umgemodelt werden. Ich kann verstehen, warum sie es machen wollen, weil halt eben auf Serverstarts oder neuen Servern halt eben dieses Balancing dadurch etwas verbessert werden würde. Allerdings sollte man halt auch eben nicht die ganzen alten Server und die ganzen Veteranenspieler dort komplett vernachlässigen und außer Acht lassen, sondern ja, da irgendwo versuchen, auf die Community zu hören und die halt eben mitentscheiden zu lassen, was hier die richtige Wahl ist. Ich finde, die Klasse hat Potenzial, als eigenständige Klasse zu agieren. Ne, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, warum sie halt das auf den Magier drücken wollen, weil der Magier eben vielleicht nicht so sehr gepickt wird zu Serverstarts. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Und das würde dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenwirken so, ne? Und würde halt gegen diese ganzen neuen Klassen ein bisschen mehr Balancing reinbringen. Das Ding ist ja, warum machen sie das Ganze, dieses Balancing auf dem Magier? Das kommt ja wirklich dadurch, dass halt eben diese neuen Klassen erst zum Vorschein gekommen sind, released worden sind. Ansonsten würde das ja gar nicht irgendwie zustande kommen, ne? Dass da irgendwas gebalanced werden müsste, weil das Balancing vom Magier an sich ja schon fein war. Ne? Aber ja, durch diese neuen Klassen, was ja auch nicht so verkehrt ist, ne? Versteht mich nicht falsch, neue Klassen, auch alles gut und schön, aber ja, dadurch dann halt eben diese OG-Klassen irgendwie zu überarbeiten und so zu verkomplizieren, weiß ich nicht, ob das der richtige Step ist. Und ja, was ich noch sagen wollte, heute in dem Video blieb leider nicht mehr die Zeit, großartig den Kampfmagier auch noch anzutesten. Ich werde den Kampfmagier werde ich nochmal separat in einem Video am Wochenende antesten. Aber heute widmen wir erstmal nur den Magier unser Augenmerk, weil leider dafür auch heute die Zeit gefehlt hat und jetzt sogar noch mehr durch das Nachsynchronisieren hier. Aber nichtsdestotrotz werde ich mir den Kampfmagier auch nochmal auf dem Beta-Server anschauen.
aber das ist erstmal heute nur explizit hier für den Magier gewidmet, das Ganze. Und ja, ansonsten wollte ich auch nochmal sagen, morgen ist es ja soweit, ne? Morgen findet das große Turnier statt, der SF Game Cup, und ich hoffe, ihr seid da auch zahlreich am Start. Ist bisher das größte Projekt, was ich so auf die Beine gestellt habe, und ich hoffe mal, wir können euch da ganz gut unterhalten, ne? Dazu soll es ja am Ende des Tages dienen. Und die zwei Zuschauerkontrahenten haben sich gefunden, und die die beiden Creator, Davalon und Mozon, stehen auch in den Startlöchern, um sich gegenseitig die Rübe einzuhauen und um ihre Pilze zu kämpfen, diese an ihre Community dann verteilen dürfen. Ne? Also da gewinnt ja dann jeweils einer von den beiden 3000 Pilze, und einer von den Zuschauern gewinnt auch nochmal 3000 Pilze. Deswegen ist das schon eine ganz coole Sache, und ich hoffe, ihr habt da auch euren Spaß. Bei morgen um 20 Uhr geht das ganze Ding dann los. Und ja, dann werden wir, denke ich mal, im Anschluss auch nochmal ein bisschen über den neuen Magier, über den neuen Battle Mage reden im Stream. Nach dem Turnier, denke ich mal, ist das Ding nicht gleich sofort vorbei, sondern da werden wir noch ein bisschen quatschen, ein bisschen fachsimpeln, was so die neuen Klassen angeht, wie da so eure Meinung ist. Und schreibt mir auch gerne unter dieses Video eure Meinung wieder in die Kommentare. Ich lese mir das wieder sehr gerne durch, was ihr dazu sagt. Ihr habt jetzt im Hintergrund ein bisschen gesehen, was abgeht. Ich bin da im Video natürlich mehr drauf eingegangen, als jetzt hier im Nachsynchronisieren so. Ne? Unterm Strich kann ich nur sagen, mir gefällt die neue Klasse gut. Wenn sie eigenständig werden würde, wäre es eine coole Klasse. Allerdings haben sie es nicht gemacht, um eine neue Klasse zu erstellen, sondern halt eben um den Magier mehr zu balancen zu Serverstarts gegen andere Klassen halt eben auch. Ne? Und das ist ja eigentlich so das, warum sie das gemacht haben. Ne? Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich den Magier so, wie er jetzt ist, trotzdem gerne behalten wollen würde, und ich denke mal ein Großteil von euch auch. Ich habe den Eindruck bekommen, dass der Magier in dem Video jetzt hier halt ziemlich strong ist schon irgendwie so, ne? Also die Spezialfähigkeiten und so, die sehen schon sehr mächtig aus. Auch so ein Feuerball mit 200% mehr Schaden willst du von einem Magier nicht abbekommen, auch wenn es kein Crit ist. Ist halt 200% mehr Schaden von einem Magier halt eben fast auch ein One-Hit einfach. Ne? Und das sind schon mächtige Fähigkeiten auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und auch bin ja auch kurz in die Dungeons reingegangen, auch alle Dungeon-Gegner müssten ja dementsprechend auch überarbeitet werden. Ich kann es mir nicht so vorstellen, dass es so einfach von der Hand geht, dass es ohne Probleme alles läuft, wenn die Klasse so durchgehen sollte. Weil, wie gesagt, alle Magier-Dungeon-Gegner sind dann halt auch neu und so, ne? Und dementsprechend halt auch umdesignt worden. Ja, keine Ahnung. Nach wie vor bin ich sehr ratlos. Ich würde meinen Magier gerne so behalten, meinen Standard-Magier. Die Klasse können sie gerne als eigenständige Klasse rausbringen. Ist cool, hat Potenzial. Aber so, ja, den alten Magier komplett aufzugeben, die kompletten 3 OG-Klassen irgendwie, weiß ich nicht. Fühle ich irgendwie nicht so. Aber ich bin auch ein Mensch, ich halte sehr gerne an so alten Sachen halt eben fest. Und auf Neues kann ich mich nur sehr schwer einlassen. Das ist vielleicht auch ein Problem von mir so ein bisschen. Ne? Ich mache mir halt immer sehr viele Gedanken, beziehungsweise habe ich halt Bedenken, wenn halt irgendwas Neues, vor allen Dingen auf so eine alten Charaktere stößt, macht man sich halt schon so seinen Kopf. Ne? Und ich denke mal, ich bin da auch nicht der Einzige. Ja, Leute, das war es soweit von mir. Wir hören und sehen uns morgen dann um 20 Uhr im Livestream. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen und konnte einen ersten Eindruck bekommen vom Magier, vom Neuen. Das war es soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.